Egal, dann geh ich mal eben zum Kiosk und hol's eine Cola, okay? Andi? Kannst du mir den Rücken eincremen? Ich wollte niemanden ernsthaft in Gefahr bringen. Ich werde dich jetzt etwas fragen, Sylvia. Und ich erwarte, dass du mir ehrlich antwortest. Bitte? Hast du versucht, Beatrice umzubringen? Das glaubst du aber auch nicht. Du! Sag mal, hast du sie noch alle? Lass Andi in Ruhe. Sonst war das hier erst der Anfang. Du glaubst mir jetzt auch nicht mehr? Du traust mir einen Mord zu? Mal abgesehen davon, dass du Beatrice nie leiden Aber konntest. deshalb versuche ich doch nicht gleich, sie umzubringen. Du hast Hannas und Davids Leben nur aufs Spiel gesetzt, um dich an Hannah zu rächen. Martin, ich wusste nicht, dass die Sache so brisant werden kann. Ich wollte den beiden nie schaden. Sondern Ich wollte Hannah eine Lektion erteilen. die beinahe tödlich ausgegangen wäre. Martin, ich habe mich vielleicht nicht immer fair verhalten, aber eine Mörderin bin ich nicht. Bitte nein, Martin, nein, das kannst du nicht machen. Kein Körperkontakt. Ich glaube dir. Kannst du mir mal sagen, wie ich dieses schmierige Zeug wieder aus meinen Haaren rauskriegen soll? Versuch's doch mal lieber mit einer Gehirnwäsche. Die brauchst ja du, wenn du glaubst, dass so ein cooler Typ wie Andi mit so einer Langweilerin wie dir zusammenbleibt. Besser als mit einer Zicke. Auf verwöhnte Modepüppchen wie dich steht Andi nämlich schon mal gar nicht. Dafür hat er mich aber heute Mittag im Bad ziemlich interessiert angeguckt. Wahrscheinlich, weil er gar nicht glauben konnte, wie doof du bist. Cola, Knabberzeug und eine Komödie. Wie sieht's denn aus? Haarkur. Sorry, das wird aber eine Privatvorstellung hier. Schön. Ich freue mich schon. Ich wüsste da noch was viel Privateres. Ehrlich? Was denn? Ich zeig's dir in deinem Zimmer. Also sag mal, Nico, dieser Martin Buchholz, kommt der eigentlich, der Produzent? Moment. Ja, der kommt auf jeden Fall und hier sind die anderen. Sehr gut, Wolf kommt auch. Ja, 2 Karten sind übrig. Du kannst deine Schwester und ihren Freund mitbringen. Super. Hey, wenn du eine der beiden Karten nicht brauchen solltest, gibst du mir Bescheid. Eine Freundin von mir wollte auch mitkommen. Ja. Marie, ich bräuchte hier noch ein Autogramm. Jetzt höre ich mir Tapes an. Basic Beat Music, Nico Brandner am Apparat? Ja, richtig, in No Limits. Ja, genau, das findet heute Abend statt. Kein Problem, ich halte Ihnen 2 Karten zurück. Okay, tschüss. Was kann ich für Sie tun? Hi, ich wollte eigentlich zu Marie Beinbach. Bin ich hier richtig? Sag mal, Daniela, wo ist eigentlich das Tape von diesem Ray? Hallo Marie. Was willst du hier? Hat Sylvia was gesagt, weil Marie und ich nicht mitgekommen sind? Ja. Begeistert war sie nicht gerade. Felix, die Haft macht Sylvia furchtbar zu schaffen. Ein Besuch von dir würde sie wirklich aufmuntern, wenn Marie schon nicht hingeht. Ich weiß nicht. Sylvia braucht dich jetzt. Zuerst habe ich auch geglaubt, sie sei unschuldig.
Aber inzwischen? Ich weiß, vieles spricht gegen sie. Und für einen Moment war ich selbst verunsichert. Aber ein Mordversuch. Silvia konnte Beatrice noch nie ausstehen. Sie hat immer versucht, ihr das Leben zur Hölle zu machen. Rivalität zwischen zwei Frauen ist eine Sache, aber jemanden umzubringen eine andere. Warum hat sie dann Hannah und David diese Verbrecher auf den Hals gehetzt? Silvia weiß, dass sie viele Fehler gemacht hat, aber Fehler. sie wäre niemals dazu fähig, jemanden umzubringen. Da bin ich absolut sicher. Klar. Ich weiß auch warum. Sie hat dich mal wieder um den Finger gewickelt. Aber das hat sie bisher ja immer hingekriegt. Ich glaube, unsere Waschmaschine frisst Socken. Ich kann mir nicht erklären, warum immer ausgerechnet ein Strumpf fehlt. Sie haben eine neue Nachricht. Hi Jana, ich bin's Nico. Heute Abend ist im No Limits ein supergeiler Gig, da müssen wir unbedingt hin. Ich konnte die letzten beiden Karten organisieren, also vergiss Bio und ruf gleich an, falls Andi Bock hat mitzukommen. Sonst kriegt dann jeder seine Karte. Ciao. Daraus wird wohl nichts. Nachricht gelöscht. Sieht so aus, als ob Andi heute Abend allein zu Hause bleiben muss. Aber ich werde mir schon was einfallen lassen, um ihn zu trösten. Ich habe zu tun. Also fass dich kurz. Marie, ich habe oft an dich gedacht und das, was damals geschehen ist, tut mir leid. Du kommst nach 12 Jahren hierher und denkst, es ist mit einer einfachen Entschuldigung getan? Nein, natürlich nicht, aber hättest du an meiner Stelle so ein verlockendes Angebot ausgeschlagen? Ja. Aber das steht hier nicht zur Debatte. Beatrice hat dir den Job in L.A. verschafft, um uns auseinanderzubringen. Und das wusstest du. Mein Gott, das war ein Engagement als Studiomusiker in den Staaten. Das war die Chance für mich. Ja, die hast du ja auch ergriffen. Hast du dir eigentlich mal überlegt, wie beschissen ich mich gefühlt habe, nachdem du einfach abgehauen bist? Denk nicht, dass es für mich leichter war. Du hast Karriere gemacht, was willst du? Wie es mir ging, war dir doch völlig egal. Das ist nicht wahr. Ach komm, lass mich einfach in Ruhe. Marie, können wir nicht einfach noch mal drüber reden? Nein, können wir nicht. Du warst mir immer sehr wichtig. Ich möchte nur, dass du das weißt. Geh jetzt. Bitte. Es tut mir leid. Ehrlich. Bis morgen bin ich hier noch zu erreichen. Ich würde mich freuen, wenn du dich meldest. Danke. Die Rechnung geht dann an Bernd von Bayenbach. Die Adresse haben Sie ja. Kann das sein, dass dieser blöde Strumpf doch hier irgendwo ist? Was ist das? Ach, nur eine Kleinigkeit für uns zu essen. Du hast doch Hunger, oder? Ja, das kannst du laut sagen. Dann greif zu. Ich hol mal schnell Besteck und Teller. Was riecht denn hier so lecker? Oh, ist das für mich? Ja, Andi, nur für dich. Ich dachte, da der Kühlschrank vorhin leer war, lasse ich uns was Leckeres kommen. Ich gehe dann mal. Ich muss noch ein Bioreferat mit Nico vorbereiten. Sehen wir uns denn heute Abend? Bis später. Ciao. Tschüss, Alexa. Tschüss. Ich hoffe, du magst Ente à l'Orange. Habe ich zwar noch nie gehört, aber das sieht schon mal ganz lecker aus. So, Vanessa scheint echt gut zu sein. Hi. Wir sind Marie Und Ray. Und hier kommt unser Song. Hi, darf ich reinkommen? Ja, klar. Hey, das ging gar nicht schlecht. War Papa schon bei Silvia? War er. Mit dem Resultat, dass er mehr denn je von ihrer Unschuld überzeugt ist.
War sie schon immer gut. Ja. Wenn es um Silvia geht, ist Martin echt blind. Ist das eins von deinen Demo-Tapes? Nein. Das ist Ray. Ray? Ist das nicht der Typ, mit dem du damals mal zusammen warst? Er war vorhin hier, um sich bei mir zu entschuldigen. Krass. Hattest du nicht damals den totalen Zoff mit Beatrice, weil sie dafür gesorgt hat, dass er in die Staaten geht? Dafür, dass du so klein warst, kannst du dich aber ganz schön gut erinnern. Ja, ich weiß noch, dass du dich tagelang in ein Zimmer eingeschlossen hast und nur geweint hast, als er weg war. Ja, das alles nur, weil Beatrice es nicht gepasst hat, dass ich mit einem Musiker zusammen war. Den Song haben wir zusammengeschrieben. Damit wollten wir berühmt werden. Naja, vorbei ist vorbei. War es nicht trotzdem komisch, ihn wiederzusehen? Ach, das ist viel Zeit vergangen. Ich weiß überhaupt nicht, warum ich dieses alte Ding aufgehoben habe. Ach, Beatrice. Ich hätte dir das alles gerne erspart. Was ist los? Ich wollte nur kurz nach Frau von Weinbach sehen. Lassen Sie mich noch einen Augenblick allein mit ihr. Sie wissen, dass ich Ärger bekomme, wenn Ihr Bruder Sie hier sieht. Und er kann jeden Moment wiederkommen. Es wird alles wieder gut werden, das verspreche ich dir. Ich weiß, was Bernd dir angetan hat. Wenn du aufwachst und dich erinnerst, werden es alle wissen. Wenn du mich nur hören könntest, Beatrice. Mann, Robin, melde dich wenigstens, damit wir wissen, dass alles in Ordnung ist. Bis dann. War das Robin? Nein, ich kriege immer nur die blöde Mailbox ran. Hoffentlich ist bei ihm alles im grünen Bereich. Das ist ihm bestimmt peinlich, weil er Arno beklaut hat. Kommt Andi nicht mit zu dem Gig? Cool, haben wir den Abend hier für uns. Welcher Gig? Ich dachte, wir machen Bio. Cool. Ja, hoffentlich ist er live genauso gut. Hallo Jana. Hi. Wir sehen uns gleich in No Limits? Ja. Okay. Ja, was ist jetzt mit Bio? Bio ist gestorben. Wir gehen heute Abend zu Benji. Aber das habe ich dir doch lang und breit auf die Mailbox gequatscht. Bitte? Also, ich habe keinen Anruf gekriegt. Ich habe angerufen, weil ich wissen wollte, ob Andi auch mitkommt. Ich habe für dich eine Karte reserviert. Aber jetzt ist es zu spät. Ja, aber ich hatte doch mein Handy dabei. Vanessa. Ich war mit Andi in seinem Zimmer und mein Handy lag im Wohnzimmer. Vanessa muss die Mailbox abgehört haben und deinen Anruf gelöscht haben. Warum sollte sie das tun? Damit Andi und ich nicht zusammen zu dem Gig gehen und damit sie für sich alleine hat? Ziemlich krass. Aber zuzutrauen wäre es ihr. Der mache ich echt einen Strich durch die Rechnung. Was machst du denn hier? Das siehst du doch. Ich dachte, ich hätte mich klar ausgedrückt. Du hast ja nichts zu suchen, also mach, dass du rauskommst. Hast du Angst, dass ich dir zuvorkomme und Beatrice etwas antun könnte? Lass deine dummen Scherze. Wenn Beatrice aufwacht, wird sie bezeugen, dass du versucht hast, sie umzubringen. Naja, du hattest schon immer einen Hang zum Dramatischen. Nur leider vergisst du dabei immer wieder, dass die Schuldige bereits hinter Gittern sitzt. Und jetzt raus! Silvia wollte Beatrice nur zu Hilfe kommen, nachdem du versucht hast, sie zu ertränken. Ja, wenn du sie wirklich für so heroisch hältst, dann schlag sie doch fürs nächste Bundesverdienstkreuz vor. Dir wird dein Grinsen schon noch vergehen. Spätestens dann, wenn Beatrice aussagt. Aber dazu wird's doch nie kommen. Was war denn eben los? Ach, mein Bruderherz ist frustriert, dass seine geliebte Silvia im Zuchthaus sitzt, statt ihm seine Tage zu versüßen. Er wird sich wohl noch eine Weile gedulden müssen, bis sie da wieder rauskommt. Ja, und damit das gar nicht erst passiert, werden wir mal ganz schnell dafür sorgen, dass unsere süße Bea schön friedlich weiterschläft. Hast du die Spritze? Im Tiefschlaf gefällt sie mir am besten. Mir fällt im Moment aber auch gar nichts ein. Ich kann mich gar nicht daran erinnern, wann wir das letzte Mal so was Gutes gegessen haben.
Das muss in der Steinzeit gewesen sein. Du musst wissen, im Normalfall essen wir hier nur Pizza, Pasta und Pommes. Oh, ja, dann wird es ja wirklich auch Zeit für was Neues. So glücklich in meiner Spießbeziehung. Und mit mir, wir gucken immer fern. Hey, ich dachte, du wolltest Bio machen. Hast du das etwa? Niemals. War ich was? Tu nicht so scheinheilig. Nico hat mir auf die Mailbox gesprochen und du hast es gelöscht. Was gelöscht? Nico hätte für uns 2 Karten für einen Gig zurückgelegt, wenn ich sie sofort zurückgerufen hätte. Das konnte ich ja nicht wissen, ihretwegen. Also wenn dein Handy nicht richtig funktioniert, kann ich doch nichts dafür. Mein Handy funktioniert ausgezeichnet, also spiel hier nicht die Unschuldige, okay? Jana, vielleicht war ja wirklich was mit deiner Mailbox. Verdammt, ich habe was vergessen. Ja, diese elektronischen Biester, die spinnen manchmal wirklich. Nein, das ist es nicht. Das einzige Biest hier ist sie, weil sie nicht will, dass wir zusammen auf diesen Gig gehen. Das tut mir leid, wenn da was schiefgelaufen ist. Aber meine Schuld ist es wirklich nicht. Ich find's so geil, einen Job zu haben, bei dem man umsonst solche Sachen mitkriegt. Das fand Alexa auch immer. Und meistens war sie total gestresst mit den ganzen Vorbereitungen. Und du, bist du auch gestresst? Gestresst nicht, nur tierisch gespannt auf diesen Bench. Und sind alle Gäste gekommen, die du eingeladen hast? Ein paar wichtige Produzenten und Journalisten in jedem Fall. Dann mal auf ins Getümmel. Schaffst du schon. Hi. Herr Horst, schön, dass Sie gekommen sind. Sie werden von Benji beeindruckt sein. Hoppala. Er ist ein echtes Talent. Hi. Tickern alt. Na klar. Ich hole mir jetzt noch was zu trinken. Cool, bringst du eine Cola mit? Ja, sicher. Hi, kennst du mich noch? Felix. Hey, Mensch, du bist irgendwie erwachsen. Marie hat mir erzählt, dass du eben bei ihr warst. Krieg ich auch ein Alt und eine Cola, bitte? Ja, sofort. Ja, ich fürchte bloß, sie will nichts mehr von mir wissen. Ja, wundert dich das? Ja, war eine ziemlich miese Aktion damals. Sag mal, hast du eine Idee, wie ich sie dazu kriege, wenigstens wieder mit mir zu sprechen? Bitte? Danke dir. Kaum. Sie ist immer noch ziemlich sauer. Sie hat eben sogar euer altes Demo-Tape weggeworfen. Das hatte sie noch? Schöner Song. Aber ich glaube, das besprichst du am besten mit Marie. Darf ich mal kurz um Aufmerksamkeit bitten? Erstmal herzlich willkommen. Begrüßen wir jetzt Benji. Na dann, viel Spaß. Ich habe heute Abend noch was vor. Ach, echt? Aber sag mal, könnte ich mir Nagellack von dir ausleihen? Ja klar, ist im Bad. Eine Minute länger und ich wäre in die Gurgel gegangen. Ich weiß ganz genau, dass sie das mit dem Handy war. Ich weiß ja, dass du sie nicht besonders magst, aber findest du nicht, dass du jetzt ein bisschen übertreibst? Sie ist total verlogen und super egoistisch. Ach komm, so ätzend ist Vanessa doch überhaupt gar nicht. Also ich fand die Aktion mit dem Essen super nett von ihr. Was? Sag mal, merkst du eigentlich gar nicht, dass sie das alles nur tut, um bei dir zu punkten? Die würde sonst noch was dafür tun, um bei dir landen zu können. Ach komm, jetzt übertreibst du aber. Ich übertreibe nicht. Mann, sie macht dich schon die ganze Zeit an und es ist ihr scheißegal, ob wir zusammen sind. Das hat sie sogar selbst gesagt. Schatz, du steigerst dich da in was rein. Wenn du mir nicht glaubst, dann werde ich es dir eben beweisen. Und wie? Wart's ab. Das bleibt ja noch viel besser. Der absolute Hammer! Der Typ, der kann von mir aus öfter hier auftreten. Geile Auftritt, oder? Mega geil! Herr Horst will sich noch von dir verabschieden. Ich komme. Na, habe ich Ihnen zu viel versprochen? Ich denke, wir werden von dem Künstler noch einiges hören. Sie wissen ja, wir haben uns immer schon gern für außergewöhnliche Talente. Was wird das denn jetzt? Ich glaube, ich weiß, was er vorhat. Hi. Hi, ich bin Ray Marks. Ich würde euch gerne noch einen Song vorstellen, den ich vor 12 Jahren zum letzten Mal gesungen habe. Ich habe den Song zusammen mit einer Frau geschrieben, die mir mal sehr viel bedeutet hat. Und naja, immer noch sehr viel bedeutet. Sie ist heute auch hier. Ist das nicht der Typ, der heute bei uns im Label war? Was damals passiert ist, das
kann ich leider nicht ungeschehen machen, aber ich wünsche mir nichts mehr, als dass diese Frau mir verzeiht. Pictures get cold in the dark. Sunshine brightens them up. I am in heaven. Pictures of summer. When I see you in the crowd. When I see you, you can hide. I am in heaven. Die Regeln sind Ihnen ja bekannt. Sind Felix und Marie nicht mitgekommen? Reden wir später darüber. Aber wieso? Du musst das erstmal unterschreiben. Das Insolvenzverfahren? Die Daylight Pictures? Ja, es ist eingeleitet worden. Müssen Sie mich die ganze Zeit so anstarren? Ich verbitte mir diesen Ton. Gibt es sonst irgendwas Neues? Eine Zeugenaussage? Irgendwas, das mich entlasten kann? Nein, leider. Wie geht's Beatrice? Ihr Zustand ist unverändert. Was ist nun mit Felix und Marie? Wann kommen Sie mich endlich besuchen? Silvia, ich fürchte, daraus wird nichts. Sie wollen dich nicht sehen. Es tut mir wirklich leid. Was ist passiert? Die beiden glauben jetzt plötzlich auch, dass... Ich habe versucht, es ihnen auszureden, aber seit sie von der Geschichte mit Hannah und David erfahren haben, da... Silvia, ich weiß wirklich nicht wie. Aber ich werde dafür sorgen, dass Bernd überführt wird und du endlich hier rauskommst. Meine eigenen Kinder halten mich für fähig, einen Mord zu begehen. Also ich finde die Idee ziemlich bescheuert. Wieso? Du wolltest doch einen Beweis. Ja klar, aber nicht so. Jetzt. Ich weiß nicht. Aber ich. Andi, du hast noch dein Licht am Motorrad brennen. Willst du mal nachschauen? Ja? Okay. Du schon wieder. Es tut mir so leid für dich. Aber Andi wirst du heute Abend wohl leider nicht für dich alleine haben. Wo du dir doch so viel Mühe gemacht hast. Nochmal, ich habe dein Handy nicht abgehört und erst recht keinen Anruf gelöscht. Ach, dann habe ich mir alles nur eingebildet. Ich will nichts von deinem Andi, okay? Deswegen machst du ihn auch die ganze Zeit an. Wieso unterstellst du mir eigentlich sowas Gemeines? Ich habe dir doch überhaupt nichts getan. Es geht so nicht. Du darfst es ihnen nicht übel nehmen. Felix und Marie sind momentan etwas durcheinander. Was ist, wenn Beatrice nicht mehr aufwacht? Dann komme ich hier nie wieder raus. Erstens wird das nicht geschehen und zweitens, auch Bernd macht Fehler. Wann? Er ist gerissen und er weiß, was für ihn auf dem Spiel steht. Es wird Zeit. Ich werde alles tun, was ich kann. Verlass dich drauf. Martin, zum letzten Mal, ich kann hier nicht länger bleiben. Deine Anwälte arbeiten auf Hochtouren. Das meine ich nicht, das weißt du. Wenn ich dir noch irgendwas bedeute, dann hilf mir zu fliehen. Und so geht's weiter. Was war das denn jetzt gerade? Vanessa hat hier gerade voll die Show abgezogen. Ich rede nicht von ihr, sondern von dir. War das jetzt gerade wirklich nötig? Vanessa war total fertig. Sie fertig? Ich habe gelernt, dass man sich nicht so sehr mit der Vergangenheit beschäftigen soll. Sonst fehlt einem die Kraft für die Zukunft. Naja, wenn du das so siehst. Es hat wohl nicht viel Sinn, dich zu fragen, ob... Was denn? Forbidden